Moin Leute und willkommen bei Rollefix. Ich habe euch schon letztes Mal gezeigt, wie eine Schicht eines Lieferando-Kuriers so aussieht. Das Video könnt ihr hier nochmal nachgucken. Und zu diesem Video wurde ich gefragt, was verdient ein Lieferando-Kurier eigentlich? Und genau darum geht es in diesem Video. Ich bin seit über 4 Jahren Kurier bei Lieferando und heute erzähle ich euch, wie unsere Lohngestaltung so aussieht und warum man jeden Monat für seinen Lohn kämpfen muss. Da der Mindestlohn seit Januar 2024 auf 12,50 € angehoben wurde und das nun mal ein Mindestlohnsektor ist, gehe ich in diesem Video nur darauf ein, was man jetzt ab Januar 2024 verdient. Haltet euch fest, jetzt geht's los. Also wir schauen uns als erstes das Versprechen von Lieferando auf der offiziellen Lieferando-Website. Hier steht, werde Fahrer und verdiene durchschnittlich 14,60 € pro Stunde. Zuzüglich Trinkgeld. Erstmal, für Trinkgeld kann Lieferando eigentlich nicht werben. Das ist eine freiwillige Zuneigung der Kunden. Außerdem führen viele Prozesse, die Lieferando einführt, dazu, dass das Trinkgeld im Gegenteil noch weniger wird. Erstmal wird die Barzahlung abgeschafft. Bei uns kann man nur noch online bezahlen. Das führt dazu, dass die Kunden einfach weniger dazu geneigt sind, aufzurunden und somit Trinkgeld zu geben. Zusätzlich wurden Liefergebühr und Servicegebühr eingeführt, was man zusätzlich zu dem Bestellwert noch dazu zahlen muss. Und da denken viele Kunden, das geht an den Kurier. Nein, ironischerweise geht weder die Liefergebühr noch die Servicegebühr an den Lieferanten, der diesen Service anbietet. Da gibt es hier so einen Verweis. Dieser Betrag umfasst den Grundlohn 12,50 € pro Stunde und den durchschnittlichen Auftragbonus pro Stunde einer Vollzeitkraft. So, warum genau steht es da? Das sieht erstmal so aus, als würden wirklich alle diese 14,60 € bekommen. Aber Achtung, das ist eine Irreführung. Um genau zu verstehen, warum, erkläre ich euch jetzt, wie das Bonussystem aussieht. Hier steht ja Auftragsbonus. Das heißt, pro Auftrag, den man ausliefert, bekommt man einen bestimmten Bonus. Bei uns ist es so, je mehr Aufträge man ausgeliefert hat, desto höher ist der Bonus. Das heißt, der Bonus erhöht sich mit einer bestimmten Anzahl von Aufträgen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass zum Beispiel Minijobber, die Anspruch auf 5 Stunden pro Woche haben, es einfach physisch und zeitlich nicht schaffen, die Anzahl der Aufträge auszuliefern, die einen nennenswerten Bonus mit sich bringt. Schauen wir das im Detail an. Ich habe hier eine Tabelle vorbereitet, wo man die Anzahl der ausgelieferten Bestellungen eingeben kann und es wird ein Bonus berechnet. Die genaue Formel hinter dem Bonus kann ich euch leider nicht zeigen, das könnte ein Betriebsgeheimnis sein, aber ich kann euch sagen, was man bei einer bestimmten Anzahl der Bestellungen, die man ausgeliefert hat, an Bonus bekommt. Fangen wir also an und nehmen wir an, die meisten von uns würden bei Lieferando wahrscheinlich nicht Vollzeit arbeiten, sondern als Minijobber. Minijobber haben Anspruch auf 5 Stunden die Woche. Ein Monat hat ungefähr im Durchschnitt 4,35 Wochen. Das heißt, 5 Stunden die Woche mal 4,35 Wochen heißt, das ist ungefähr die Arbeitszeit 21,75 Stunden, auf die man Anspruch hat. An einem guten Tag, wo die Bestellungen da sind und wo die Restaurants nicht so viel Zeit zum Zubereiten brauchen und man eine Bestellung nach der anderen bekommt, liefert man 2 Bestellungen pro Stunde aus. Das heißt, wenn man so viele Stunden gearbeitet hat im Monat, rechnen wir das mal 2. Das heißt, man hat 43,5, ja gut, ich runde das jetzt auf, man kann ja nicht eine halbe Bestellung ausliefern, 44 Bestellungen ausgeliefert. 44 Bestellungen wäre ein Gesamtbonus im Monat von 4,75 €. So, wir haben 21,75 Stunden gearbeitet. Anspruch haben wir nur auf 12,50 €, deswegen rechnen wir mal 12,50 € pro Stunde. Das ist erstmal unser Lohn. Und dann plus der Bonus 4,75 €. So viel haben wir im Monat verdient, wenn wir laut Vertrag 5 Stunden die Woche arbeiten als Minijobber. 276,53 €, sagen wir mal. 63 Cent. Wenn wir das jetzt gegen die Stunden rechnen, die wir gearbeitet haben, durch
Wir haben ja gesagt, wir arbeiten 21,75 Stunden. Das ist am Ende unser Stundenlohn. 12,72 € bei einem Minijobber. Nehmen wir Werkstudent als Beispiel. Werkstudenten arbeiten 12 Stunden die Woche. Wir machen genau dieselbe Rechnung. 12 Stunden mal 4,35. Das heißt, man hat 52 Stunden gearbeitet, jeweils 2 Bestellungen ausgeliefert pro Stunde, 104 Bestellungen. Als Bonus bekommt man am Ende des Monats 22,75. Jetzt nehmen wir die Anzahl der Stunden mal Stundenlohn. Das ist erstmal der Grundlohn plus Bonus, 22,75. Das ist der Gesamtlohn eines Werkstudents im Monat. Das durch 52,2. Das heißt, ein Werkstudent kommt auf einen Lohn von 12,94 €. Wie ihr seht, bisher ist es sehr weit von dem Durchschnittslohn entfernt, was Lieferando verspricht. Dasselbe machen wir mit der Teilzeitkraft. Teilzeit arbeitet 30 Stunden pro Woche. Das sind 130 Stunden, je 2 Aufträge pro Stunde, 261 Bestellungen. Da sehen wir schon, der Bonus erhöht sich deutlich, 240,75. Das ist der Grundlohn plus 240,75. Das ist der Bruttolohn, den man bekommen würde. Und dann durch die Anzahl von Stunden, 130,5. Da wären wir bei einem Stundenlohn von 14,34 €. Ihr seht, den Sprung von einem Werkstudent zu Teilzeit ist schon deutlich höher. Und eine Vollzeitkraft arbeitet bei uns 35 Stunden. Das ist der Bruttolohn, den wir bekommen würden. Durch die Stunden, die wir gearbeitet haben, kommen wir auf einen Lohn von 14,66 € pro Stunde. Das heißt, dieser Lohn ist schon um 6 Cent höher als das, was Lieferando pro Stunde verspricht. Aber man kann ja sehen, diesen Lohn können wirklich nur Vollzeitkräfte erreichen, wenn sie wirklich 2 Aufträge pro Stunde wegbringen. Also das Grundmodell der Entlohnung bei Lieferando ist schon eine Teilzeitbenachteiligung. Es sind die wenigsten, die bei Lieferando tatsächlich Vollzeit arbeiten wollen, und auf alle anderen Teilzeitkräfte, Studenten, Minijobber trifft dieses Versprechen überhaupt nicht zu. Und dabei heißt es hier, wenn man weiter runter scrollt, was verdient man bei Lieferando? Steht hier von Lieferando, wir glauben an ein faires System. Wie ist das denn bitte ein faires System, wenn man davor sich für diesen Lohn bewirbt und gegebenenfalls nur diesen oder diesen hier bekommt? Jetzt machen wir ein Gedankenexperiment und überlegen uns, ein Minijobber ist 50% fleißiger, 50% schneller als ein Vollzeitler. Er bringt nicht 2 Bestellungen pro Stunde weg, sondern 3 Bestellungen. Er bemüht sich wirklich, die Treppen hochzulaufen, so schnell es möglich die Bestellung abzuholen, auszuliefern, bei 5 Stunden pro Woche und insgesamt 21,75 Stunden im Monat schafft er das, pro Stunde 3 Bestellungen wegzubringen und liefert insgesamt 65,25, okay, sagen wir 66 Bestellungen weg. Er bekommt einen Bonus am Ende des Monats von 10,25 €. 21,75 Stunden, die er gearbeitet hat, mal Stundenlohn 12,50 plus dieser Bonus von 10,25. Er verdient am Ende des Monats 282, wieder gegen die Stunden gerechnet, die er gearbeitet hat. Bekommt er immer noch 12,79 € pro Stunde, obwohl er 50% mehr Leistung bringt, wird er immer noch deutlich schlechter bezahlt als jemand, der mittelmäßig schnell fährt, sich nicht besonders viel Mühe macht, sich seine Zeit lässt und einfach nur auf 2 Bestellungen pro Stunde kommt. Also wie man sehen kann, ist das System überhaupt nicht fair. Es ist eine Teilzeitbenachteiligung und das Versprechen von 14,60 € ist schlicht eine Irreführung.
Jetzt können einige sagen, ja gut, aber hier Vollzeit 14,60 Euro, das trifft schon zu, oder 14,66 Euro, passt für mich, ist die nächste Frage. Das ist jetzt erstmal theoretisch, wie sieht es denn in der Realität aus? Und dafür habe ich hier einfach mal meine Lohnabrechnung vorbereitet. Einmal für Januar 24 und für Februar 24. Wir schauen uns erstmal die Januarabrechnung an. Und zwar kann man hier sehen, ich habe insgesamt 178 Stunden gearbeitet und einen Bruttolohn von 2.499 Euro bekommen. 2.499,71 durch Anzahl von Stunden, die ich gearbeitet habe. Hier sind wir bei einem Lohn von 14,04 Euro. Wie kommt das, wenn wir das doch ausgerechnet haben, dass es mehr sein soll? Naja, das mehr heißt, das trifft nur zu, wenn Lieferant auch wirklich Aufträge bekommt. Das heißt, wenn in Restaurants bestellt wird. Das trifft nur zu, wenn die Bestellungen in den Restaurants auch schnell zubereitet werden. Das trifft nur zu, wenn das Wetter gut ist und man so schnell fahren kann, ohne sich in Gefahr zu bringen, dass man es auch wirklich zeitlich schafft. Aber das ist ja nur eine Lohnabrechnung. Es geht ja in diesem Video darum, was man im Jahr 24 so bekommt. Wir schauen uns eine andere Lohnabrechnung an für Februar. Wie sieht es für mich im Februar aus? Hier habe ich, ihr seht schon, deutlich weniger brutto bekommen. 2.118 Euro und 33 Cent. Natürlich habe ich auch weniger Stunden gearbeitet. Deswegen teile ich das durch die Anzahl der Stunden, die ich gearbeitet habe und komme auf einen Lohn plötzlich 13,43 Euro. Auch hier kann man sehen, das ist deutlich niedriger als das Versprechen. Was ist in diesem Monat passiert? Naja, es wurde weniger bestellt. Weniger Bestellungen heißt weniger Auftragsbonus, heißt Kuriere bekommen am Ende des Monats weniger Geld. Also müsste hier auf der Website eigentlich stehen, verdiene 14,60 Euro nur, wenn du Vollzeitkraft bist. Nur, wenn du 2 Bestellungen pro Stunde auslieferst. Nur, wenn die Restaurants schnell zubereiten. Nur, wenn wir als Lieferando auch genug Aufträge haben. Und nur, wenn du nicht krank bist. Warum spreche ich hier die Krankheit an? Das ist nämlich der nächste große Punkt, bei dem man bei Lieferando täglich um den Lohn kämpfen muss, nämlich wenn man krank ist. Für Krankheitstage, wenn man krank ist, bekommt man in den meisten Fällen viel weniger Lohn, als einem zusteht. Und die bittere Realität ist nämlich, dass es kein Einzelfall ist. Das ist eine regelmäßige Praxis bei Lieferando, dass die, die krank werden, deutlich weniger Geld bekommen, als wenn sie arbeiten würden. Und was auch immer dahinter steckt, ob das jetzt ein technischer Fehler ist, ein menschlicher Fehler ist, für Kuriere, für mich, fühlt es sich an, als würde man für die Krankheit bestraft werden. Bei mir gab es Monate, wo ich auf meiner Lohnabrechnung mehrere 100 Euro vermisst habe. Es gab auch Monate, wo ich über 1000 Euro vermisst habe. Ich habe in den etwas über 4 Jahren, die ich bei Lieferando bin, schon mehrmals sogar gerichtlich gegen Lieferando klagen müssen, weil ich meinen Lohn nicht bekommen habe. Und zwar weiß Lieferando ganz genau, dass mir dieser Lohn zusteht. Wenn ich zu wenig bekomme, schreibe ich erstmal eine E-Mail und sage, schaut euch bitte an, hier fehlen die Stunden, hier ist ein Protokoll, wie viel ich gearbeitet habe und man sieht, ich habe deutlich mehr gearbeitet oder man sieht, dass diese Krankheit falsch berechnet wurde. Mir steht dieser Lohn zu. Man bekommt entweder gar keine Antwort von Lieferando oder eine Antwort, dass es ein technischer Fehler ist. In den beiden Fällen kriegt man den Lohn nicht nachgezahlt und man muss mit Hilfe der Gewerkschaft und der Rechtsschutzversicherung klagen. Was macht Lieferando in diesem Fall? Sie kontaktieren nochmal den Fahrer und sagen, hey, wir zahlen dir nur einen Teil dessen, was du dir verdient hast, aber ohne Anerkennung des Anspruchs darauf. Das heißt, so nach dem Motto, wir erkennen unsere Schuld nicht an, dass dir das zusteht. Natürlich wird das vom Kurier abgelehnt, im Normalfall, und es kommt zu einem Gerichtsverfahren. Was passiert vor Gericht? Es findet ein Termin statt, aber die Arbeitgeberin erscheint einfach nicht zum Gerichtstermin, weil sie ganz sicher weiß, dass sie im Unrecht ist. Und so bekommt man den Lohn, den man sich vorher erarbeitet hat, erst nach einem Versäumnisurteil vor Gericht wieder. Und ich bin auch kein Einzelfall. Ich habe mal mit einem Fahrer gesprochen, der ist alleinerziehender Vater, ein Witwer, der in einem Monat 2 Wochen krank war und dafür am Ende des Monats 700 Euro weniger Lohn bekommen hat.
Seine Anfragen bei Lieferando wurden einfach ignoriert und erst nachdem der Betriebsrat Druck gemacht hat, wurde ihm der Lohn wieder ausgezahlt. Aber einen besonderen Fall möchte ich euch heute zeigen, und zwar geht es um einen Kurier, der über einige Monate hinweg mehrmals krank war und für diese Monate jeweils weniger Geld bekommen hat. Er hat natürlich dagegen geklagt und wie es ausgegangen ist, fragen wir ihn selbst. Hi, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und zwar habe ich mitbekommen, dass du gegen Lieferando geklagt hast. Ja, das stimmt. Kannst du kurz erzählen, was da vorgefallen ist? Vorgefallen sind verschiedene Dinge. Entweder ich habe Abrechnungen bekommen, habe sie dann nachgerechnet und Arbeitsstunden oder auch Krankenstunden fehlten. Es waren komplett random Arbeitsstunden und Krankenstunden, die bezahlt wurden. Was er hier mit random meint, heißt, auf der Abrechnung standen irgendwelche zufällige Zahlen, die nicht mit den Stunden übereinstimmten, die er gearbeitet hat und auch nicht mit den Stunden, die er krank war. Aber dazu kommen wir noch in ein paar Minuten zurück, und zwar anhand meiner Abrechnung. Wir haben erst versucht, das über einen netten Weg zu klären und erst habe ich den Arbeitgeber angeschrieben. Danach hat der Rechtsanwalt den Arbeitgeber angeschrieben, beziehungsweise die NGG, die Gewerkschaft. Daraufhin kam nichts zurück. Dann haben wir das Ganze vor Gericht gegeben. Das Gericht hat dann entschieden beim ersten Mal, also es wurden immer 2 Monatssegmente eingeklagt. Bei der ersten Klage ist tatsächlicherweise der Rechtsanwalt noch erschienen von Lieferando. Hat dann aber gesagt, wir werden uns hier nicht einig, wir brauchen einen neuen Termin. Dann wurde ein neuer Termin angesetzt, der wurde verschoben, war kurz vor Weihnachten, war wunderbar, wenn man zu Weihnachten kein Geld für die Weihnachtsgeschenke hat. Das kenne ich übrigens auch. Und dann wurde im neuen Jahr ein neuer Termin angesetzt, zu dem der Rechtsanwalt gar nicht erschienen ist. Und diese Verschiebung von dem Termin wurde nur aufgrund der Tatsache angebracht, weil der andere Rechtsanwalt darum gebeten hat, weil er zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hätte. Aber beim zweiten Termin oder bei der Verschiebung ist er trotzdem nicht aufgetaucht. Und auch hier kann man sehen, das ist eine gängige Praxis bei Lieferando. Es wird auf Zeit gespielt, der erste Termin findet selten statt, der wird verschoben und dann, wenn es irgendwann zu einem Termin dann doch kommt und dazwischen können schon ein paar Monate vergehen, dann erscheint die Arbeitgeberseite einfach nicht zu dem Termin. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Arbeitgeberin ja schon, beziehungsweise sie weiß es wahrscheinlich von Anfang an, dass sie im Unrecht ist. Wieso sollte sie also noch mehr Geld für einen Anwalt ausgeben in einem Prozess, was sie sowieso verlieren wird? Es erscheint also niemand seitens des Arbeitgebers vor Gericht und es kommt zu einem Versäumnisurteil. Okay, und dann kam es zum Versäumnis? Genau, Versäumnisurteil, genau. Danach wurden wieder die nächsten beiden Monate eingeklagt. Da gab es direkt ein Versäumnisurteil, da ist er gar nicht... Nach dem Versäumnisurteil gab es wieder die nächsten Monate, Genau. Wo du wieder kein Geld bekommst. Exakt. Das geht jetzt schon seit mehreren Monaten so. Ich habe schon überall mir noch Geld schnorren können, wo ich noch konnte. Ich bin bei allen Leuten in den Schulden, ja. Und jetzt haben sie die Monate, die wir schon eingeklagt haben, wieder verrechnet und dann abgezogen von meinem jetzigen Lohn und so, dass nichts mehr übrig blieb, sodass ich diesen Monat gar kein Gehalt bekommen habe. Also absolut gar kein Gehalt? Nein, gar kein Gehalt. Ich sollte sogar noch 200 € mit zur Arbeit bringen. Ich konnte es erst nicht glauben, aber er hat mir tatsächlich seine Lohnabrechnung gezeigt, wo man sehen konnte, dass die Summen, die ihm über Monate gefehlt haben und die er sich erklagt hat, von dieser Lohnabrechnung wieder abgezogen wurden, sodass der Auszahlungsbetrag am Ende mit über 200 € im Minus war. Also du durftest Lieferando dafür zahlen, dass du einen Monat für sie gearbeitet hast. Schön, ne? Das ist ein Privileg. Ja, ich fühle das. Jetzt haben wir natürlich gelacht, aber im ersten Moment ist es natürlich ein Schock, wenn man einen Monat lang gearbeitet hat und dann auf der Abrechnung einfach einen Minusbetrag sieht. Das heißt nicht nur, dass man einfach nichts für diesen Monat bekommt, sondern man ist sozusagen in der Schuld vor der Arbeitgeberin um diesen Betrag. Wie ist es ausgegangen jetzt, dass du nachzahlen musstest? Genau, ich habe wieder dagegen geklagt, habe das wieder an den Rechtsanwalt gegeben. Genau, und der hat wegen den Monaten, die wir ja schon eingeklagt hatten, die sie wieder verrechnet haben, obwohl sie es nicht dürfen, hat er ein Schreiben aufgesetzt, dass der Gerichtsvollzieher bei denen bald vor der Haustür steht, wenn die das innerhalb von 2 Wochen nicht klären. Ich habe jetzt Geld erhalten. Ja, immerhin. Aber auf welcher Grundlage weiß ich bis heute nicht. Ich habe kein Papier dazu erhalten, keine Rechnungsgrundlage. Stand nur als Betreff drin, zu dem und dem Urteil
aber bei dem und dem Urteil war eine ganz andere Summe im Raum. Ah, Ich weiß es bis heute nicht und der Rechtsanwalt ist halt auch mittlerweile verwirrt und auch komplett überfordert. okay, alles im laufenden Prozess. Ja, Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass sowas nicht wieder passiert. Toi, toi, toi. Was soll man dazu sagen? So sieht der Alltag eines Lieferando-Kuriers aus. Natürlich nicht immer so extrem wie in diesem Fall, aber dennoch muss man Monat für Monat zusehen, dass man seine Abrechnung überprüft, dass man das Geld, das einem fehlt, geltend macht, entweder per E-Mail direkt den Arbeitgeber anschreiben oder im schlimmsten Fall halt gerichtlich erklagen muss. Das war jetzt ein Beispiel für eines der vielen Fälle, in denen man krank ist, dass die Krankheit falsch vergütet wird. Wie sieht es aber eigentlich für die normale Arbeitszeit aus? Das heißt, die Zeit, die man wirklich gearbeitet hat, wird sie richtig bezahlt? Und für den nächsten Beispiel muss ich nicht mal weit ausholen. Es geht nämlich um die Schicht, die ich euch bereits gezeigt habe. Es ging um eine 3-Stunden-Schicht. Das Video könnt ihr hier nochmal nachsehen. Ich verlinke das aber auch unter diesem Video. Und zwar war das eine 3-Stunden-Schicht. In dieser Schicht musste ich sogar Überstunden machen, sodass die Schicht 3 Stunden und 15 Minuten gedauert hat. Wir schauen uns jetzt an, wie diese Schicht auf der Lohnabrechnung aussieht. Und zwar finden wir diese Schicht hier. Das ist einmal der Stundenlohn, 12,50 € und das ist die Menge der gearbeiteten Stunden, 2,99 Stunden. Wo kommen diese 2,99 her? Das war eine 3-Stunden-Schicht, die mit Überstunden 3 Stunden und 15 Minuten gearbeitet wurde. Warum steht da eine 2,99? Klar, man könnte jetzt sagen, das ist nur eine geringe Abweichung, aber das ist eine Abweichung und es ist eine Abweichung nach unten. Für eine 3 Stunden und 15 Minuten Schicht werde ich nur für 2,99 Stunden bezahlt. Warum? Selbst wenn man die Überstunden nicht zählt, dann sollte da eine 3,00 stehen und nicht 2,99. Und das ist nur eine Abweichung für eine kurze Schicht an einem Tag. Ihr könnt euch also vorstellen, zu welchen Abweichungen es auf den Monat gerechnet kommt. Tja, und so sieht der Alltag eines Lieferando-Kuriers außerhalb der Schicht aus. Das Geld, was man sich in der Schicht erarbeitet hat, muss man sich außerhalb der Schicht nochmal geltend machen bzw. auch einklagen. Ich hoffe, ich konnte euch einen ausreichenden Einblick in dieses Thema geben. Wenn es so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos den Kanal abonnieren, um weitere solche Videos, Tipps, Reparaturanleitungen und so weiter nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.